Hola, bienvenidos. Este es el primer vídeo de este canal que va a tratar sobre la vida en Alemania. Vamos a intentar tocar varios aspectos como vlogs, un poco de mini clases de alemán. También vamos a enseñaros cómo es la vida aquí, en plan cómo es alquilar un piso, cómo son el reciclaje en Alemania y esas cosas. Y hoy queríamos traeros 10 cosas que nos gustan de Alemania. Erstens, was wir natürlich total toll an Deutschland finden, ist, dass es überall Natur zu finden gibt. Selbst wenn du jetzt in der Stadt wohnst, hast du es eigentlich immer ganz schnell nach draußen in den nächsten Wald geschafft, wo du dich entspannen kannst, wo es schön ist, wo du die Vögel zwitschern hörst und wo du einfach relaxen kannst oder Sport machen kannst mit dem Fahrrad, und du kannst dann auf dem Waldweg auf einmal da ein Rentier sehen oder einen Fuchs oder einen Dachs, und das ist einfach total schön. La segunda cosa que nos gusta de Alemania es los cambios de estaciones. Nosotros venimos de Tenerife y ahí casi todo el año hace calor, tal vez en invierno un poquito más de frío, pero no como aquí obviamente. Y aunque el invierno es muy duro aquí, la verdad es que se disfruta muchísimo en primavera, ver cómo florece todo y cómo salen todos los animalitos y tienen a sus crías. Puedes ver los patitos bebés en los lagos, o como en otoño se caen las hojas, en las tardes, noches de verano calientes, e incluso se disfruta las primeras semanas la nieve en invierno y el ambiente navideño es súper bonito. Als drittes, wir Deutschen lieben unsere Bäckereien und unsere Konditoreien. Es ist einfach total lecker, was wir für verschiedene Sachen haben. Unsere Brezel, unsere Zachertorte, unsere Schwarzwälder Kirschtorte, unsere Berliner. Also es gibt wirklich so viele leckere Sachen, Bienenstich, oh mein Gott, so lecker. Und das ist einfach super. La número 4 es que puedes viajar fácilmente, ya sea dentro de Alemania o en los países que la rodean, porque tienes muchas opciones como Dinamarca, Polonia, Austria, Países Bajos, etc. Y puedes coger, por ejemplo, un tren que te lleve hasta ahí, o incluso puedes coger tu propio coche, tal vez un viaje divertido con los amigos haciendo acampadas, o coges una noche en un hotel, lo que tú quieras. Incluso hay muchas páginas web en las que puedes ir en autobús y suelen ser viajes nocturnos, así que es perfecto. Tú vas por la noche, coges el autobús, duermes ahí y llegas al día siguiente. Y si te quieres quedar más, pues te pillas un hotel, y si no, vuelves con el otro autobús. Y están muy bien porque suelen ser muy económicos. Nosotros los hemos aprovechado en varias ocasiones y uno de los sitios que visitamos fue París. Estuvo muy bien, fue rapidito, cortito, pero nos dio tiempo a disfrutarlo. Als fünftes haben wir, dass das Leben in Deutschland doch ziemlich sicher ist. Damit meine ich, dass wenn ich jetzt vor allem, okay, in den Großstädten vielleicht nicht ganz so, aber vor allen Dingen in den kleineren Städten und den Dörfern mehr als woanders, kann man ganz in Ruhe in seinem Garten seine Figuren haben und seine Dekoration. Man muss keine Angst haben, dass die am nächsten Tag geklaut ist oder kaputt gemacht wurde. Wir können unsere Schuhe einfach im Treppenhaus und selbst unser Fahrrad unangeschlossen stehen lassen. Wir haben keine Angst, dass es morgen nicht mehr da ist. Und mein Fahrradsattel und der Aufzug, der wird auch immer da bleiben, selbst wenn ich in den Supermarkt gehe oder das am Bahnhof für einen Monat stehen lasse. Una de las cosas que más nos gusta de Alemania es que en varios centros comerciales conocidos como Galería Kaufhof o Saturn puedes llevar a tus perros. Y no solo estamos hablando de perros pequeños que puedes llevar en brazos, también de perros más grandes como labradores. No necesitas ponerle bozal ni transportín, lo único que necesitas es que no sea travieso y rompa las cosas de la tienda. Das nächste, was uns in Deutschland gefällt, sind die Ausbildungen. Und klar gibt es so ähnliche Sachen wie Ausbildungen in jedem Land, aber gerade in Deutschland finden wir super, dass es für fast alles eine Ausbildung gibt. Das kennen wir aus anderen Ländern nicht so, dass zum Beispiel, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehen möchtest, brauchst du in Deutschland eine Ausbildung. Und das hat viele positive Sachen, die das mitbringt. Und zwar hast du als erstes, dass wenn du eine Ausbildung hast, bist du immer gefragt auf dem Markt, die Arbeitgeber müssen dir mehr Geld bezahlen, als wenn du jetzt einfach so angestellt wirst und eingelernt wirst. Du bist viel besser vorbereitet auf deine Arbeit, weil du natürlich 1, 2, 3 Jahre lang schon diese Arbeit verrichtet hast. Ganz oft sind die auch dual. Das bedeutet, dass du immer 1, 2 Wochen schon bei der Arbeit bist, zum Beispiel jetzt Aldi, und du arbeitest und weißt genau, was gemacht wird, und dann 1, 2 Wochen wieder in der Schule und lernst das Theoretische. Und den Teil, den du schon arbeitest, bekommst du auch schon Geld. Und das ist super für Leute, die nicht mehr zu Hause wohnen oder so, die können sich dann auch so ein bisschen selbst finanzieren. Und das Letzte, was ich daran super finde, ist, gerade wenn es jetzt
Geldprobleme gibt oder so im ganzen Land, ist es ganz typisch, dass dann ganz oft Leute rausgeschmissen werden oder dazu gezwungen werden, Extrastunden zu machen oder so. Und das geht natürlich nicht so einfach. Wenn du eine Ausbildung hast, sind nicht so viele andere Leute da, die deinen Arbeitsplatz machen könnten. Und deswegen ist das super, weil dein Arbeitgeber schätzt dich einfach mehr und es ist wahrscheinlicher, dass du dort länger bleiben kannst. El siguiente punto es los caminos bici. Aquí en Alemania hay mucha gente que utiliza la bici como medio de transporte para ir al trabajo, a los estudios, etc. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una ciudad no de las más grandes y hay muchos caminos bicis que conectan a otros pueblos de los alrededores. Lo bueno de ello es que hay menos accidentes porque los caminos bicis no suelen ser por las carreteras donde también transitan coches, sino que van por calles menos transitadas o incluso por caminos en el bosque. Ein anderer Punkt, der uns in Deutschland sehr gefällt, ist, dass hier sehr umweltfreundlich und sehr viel recycelt wird. Das bedeutet, hier zum Beispiel in unserer Stadt musst du deinen ganzen Plastik, deinen ganzen Papiermüll ansammeln. Einmal im Monat kommt dann eine Müllabfuhr. Du stellst alles draußen auf die Straße und das wird abgeholt, weil das bezahlst du nicht. Alles andere muss halt selber bezahlt werden, der Biomüll, der wird jede Woche abgeholt, aber jeder schaut natürlich danach, dass er möglichst wenig bezahlen möchte und das ist halt super für die Umwelt und noch ganz viele andere Sachen werden gemacht, dein Glasmüll muss richtig getrennt werden, etc. etc. Da wird wirklich danach geschaut, dass die Umwelt nicht so belastet wird und das finden wir super. Y el último punto es que aquí en cada estación puedes encontrar frutas por fuera cuando estás dando un paseo en bicicleta o caminando, como por ejemplo cerezas o moras salvajes y te coges tu bolsita, la llenas y te la llevas para casa. O si no, normalmente en cada estación esas frutas suelen bajarle bastante el precio. Por ejemplo, las fresas en verano suelen ser bastante baratas. O incluso puedes ir a muchos campos, porque claro, los trabajadores cuestan y te ofrecen que tú vayas, colecciones tu propia fruta, la lleves en una cesta y después tú pagas en la cesta un precio muy bueno para la fruta y durante el tiempo que coleccionas, pues vas comiendo de ella. So, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei unserem Video, dass ihr euch eine kleine Idee gemacht habt, wie es in Deutschland ist, was für schöne Sachen und natürlich vieles mehr es jetzt zu sehen gibt. Und falls euch das Video gefallen hat, hoffe ich, dass ihr einen Daumen nach oben gebt, dass ihr Suscriban a este canal und dass ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Tschüss! Tschüss.